Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Ihr wisst, ich koche und backe immer sehr, sehr viel in den Vlogs am Sonntag. Aber oft ist es so, dass ich dann halt ja kein direktes Rezept für die Dinge habe oder halt alles nicht so genau zeige. Deswegen dachte ich jetzt mittwochs, dass ich euch öfters eben ein Rezept zu den passenden Sachen, die ihr auch so in den Vlogs und so weiter seht, damit ihr die auch findet. Ich habe nämlich gemerkt in euren Kommentaren, immer wieder kommt mal was, ja, du hattest mal in einem Vlog das und das gezeigt, kannst du das nochmal zeigen, wie du das gemacht hast und so weiter. Deswegen denke ich, ist das ganz praktisch, wenn ihr dann wirklich ein Rezept habt, wo ihr das auch findet. Also immer alle Rezepte jetzt in der Playlist unter Rezepte, da könnt ihr dann immer reinschauen und schreibt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne, was ich noch abfilmen soll. Also wenn ihr immer noch im Kopf habt irgendwo, ja, du hast in einem Vlog das und das gezeigt, könntest du das nochmal als Rezept abfilmen, dann notiere ich mir das für die Zukunft. Deswegen starten wir auch heute mit leckeren Brötchen. Ihr wisst, Brotbacken und so weiter klappt super. Ich freue mich auch, dass das letzte Brotrezeptvideo ist ja richtig gut bei euch angekommen. Alle, die es nachgemacht haben, waren auch super begeistert, dass es so easy war. Deswegen versuche mit euch wirklich so einfache Rezepte zu teilen, weil ich bin jetzt auch keine Bäckermeisterin und ich versuche auch neu zu lernen und mich weiterzuentwickeln, was das ganze Backen und so weiter angeht. Wir sind noch nicht beim Sauerteig angelangt, da werden wir hoffentlich auch noch hinkommen. Wir sind immer noch mit Teigen, aber mit wenig Hefe, die bekömmlich sind, die gesund sind, die eben nicht so viele Zutaten haben, und ich denke auch Brötchen gehen super einfach, super schnell, vor allem mit dem Rezept. Die sind sehr, sehr lecker. Ihr braucht nicht viele Zutaten und nicht viel Aufwand und nicht viele Geräte und so weiter. Das könnt ihr alle super zu Hause nachmachen. Könnt auch mehr backen. Das Brötchenbrot kann man auch immer einfrieren, dann hat man das auch immer parat. Und wir starten direkt. Für das Rezept habe ich einmal Dinkelmehl 630. Ihr könnt aber auch Weizenvollkornmehl nehmen. Das ist euch überlassen. Und ein Teil Vollkornmehl, einfach, dass das Ganze nochmal nahrhafter ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Roggen. Ich habe ja meine Mühle, deswegen ist es bei mir jetzt direkt frisch gemahlen. Ihr könnt aber jedes Vollkornmehl, nerv nicht! Ihr könnt aber auch ein anderes Vollkornmehl nehmen, das ist euch überlassen, oder ihr lässt es komplett hell, die Brötchen. Also das könnt ihr auch switchen. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann kommt dazu in meinem Fall Kefir. Ihr könnt aber auch Joghurt nehmen, falls ihr kein Kefir habt. Hefe, Butter, Salz und etwas Wasser. Und den Teig rühren wir jetzt an. Diesmal habe ich mal meine Küchenmaschine wieder mal rausgeholt, da wir den Teig jetzt etwas länger kneten. Also nicht wie jetzt beim Brotrezept, wo ihr das einfach so kurz knetet und zwischendurch mal den Teig noch dehnen und falten tut. Hier nicht, wir lassen den schon ein bisschen länger kneten, deswegen nehmt da ruhig gerne eine Küchenmaschine zur Hand. Oder ihr knetet halt einfach mal ein bisschen länger mit den Händen. So, ich löse jetzt nur kurz die Hefe im Wasser auf, aber ihr könnt alles direkt reingeben, außer die Butter und das Salz. Das geben wir erst nach ein paar Minuten noch mal in den Teig. Wasser muss auch nicht warm sein, ganz normal aus dem Wasserhahn. So, jetzt kommt das Salz und noch die Butter dazu, und dann darf das Ganze nochmal schön durchgeknetet werden. Also so insgesamt würde ich den Teig schon so gute 8 bis 10 Minuten kneten. Ich habe jetzt die Teigmenge für ca. 10 Brötchen. Die schreibe ich euch auch so in die Videobeschreibung. Ihr könnt das Rezept aber gerne verdoppeln, mache ich auch. Oder zum Beispiel ein Viertel draufrechnen. Das hatte ich letztens ja in einem Vlog gemacht. Das waren, glaube ich, hatte ich dann 16 Brötchen draus gehabt. Das könnt ihr alles dann selbst umrechnen. Jetzt kommt der Teig einfach in eine Schüssel. Huch! Ihr könnt den auch eigentlich hier in der Schüssel drin lassen, aber brauche ich vielleicht noch. Und dann darf der Teig abgedeckt einmal über Nacht ruhen. Deswegen ist es super praktisch, dass ihr einfach den Teig am Abend vorbereitet und dann
In meinem Fall lasse ich den einfach in der Küche bei Raumtemperatur stehen. Ihr könnt aber auch, wenn es jetzt Sommer ist und es super heiß ist, den Teig einfach über Nacht im Kühlschrank lassen oder in der Vorratskammer oder so, einfach wo es nicht ganz so warm ist. Das ist praktisch, weil der Teig darf dann schön über Nacht ruhen und sich entfalten und ist halt dann auch eben bekömmlicher. Und ihr könnt dann direkt morgens schon starten, habt einen fertigen Teig, formt ihn nur noch zu Brötchen und dann könnt ihr in den Backofen. Finde ich auch so super praktisch. Und so sieht dann der Teig nämlich am nächsten Morgen aus. Ich habe den natürlich schon für euch vorher vorbereitet. Ist das nicht praktisch? Am liebsten würde ich so wie bei so Kochsendungen. Und hier haben wir jetzt, kennt ihr das eigentlich, Kochsendung, holen sie dann immer von unten. Und hier haben wir jetzt, und es geht weiter. Also der ist schön aufgegangen. Wie gesagt, ihr müsst nicht wie bei den Broten dann nochmal vorher irgendwie nochmal dehnen oder falten. Deswegen den einfach schön vorher durchkneten und dann ist das ready. Jetzt könnt ihr das Ganze formen. Ihr könnt jetzt schauen, ihr könnt zum Beispiel den Teig in so eine Teigwanne geben, ja, oder in so eine Auflaufform, längliche. Dann würde sich der Teig so ein bisschen breit hinlegen. Dann könntet ihr den direkt so auf die bemehlte Arbeitsplatte auskippen, sage ich jetzt mal, und direkt so Brötchen rausschneiden, ohne die zu formen. Also diese Methode ist auch ganz praktisch, aber ich forme gerne den Teig einfach zu Brötchen. Also da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da jetzt daraus Baguette macht, Brötchenform, rund, eckig, wie auch immer, das ist euch überlassen. Falls ihr die Teigmenge verdoppelt, bleibt trotzdem bei den 5 Gramm Hefe. Also ihr müsst die Hefe nicht verdoppeln. Jetzt große Brötchen oder kleine Brötchen? Ich mache jetzt größere Brötchen. So kommen jetzt 8 Brötchen raus. So, und jetzt einfach den Teig formen. Jetzt lassen wir den Teig noch für circa 30 Minuten ruhen, damit die Brötchen noch mal ein bisschen aufgehen. In der Zwischenzeit können wir auch schon den Backofen vorheizen. Ihr könnt jetzt die Brötchen entweder mit Wasser einsprühen oder bepinseln. Ich habe jetzt irgendwie keine Sprühflasche zur Hand. Und jetzt könntet ihr, was ihr mögt, Sesam, Mohn oder einfach so das Brötchen lassen. Das ist euch überlassen. Aber ich mache da immer super gerne Bagel Seasoning rauf. So haftet das einfach besser. Und ich schneide die Brötchen noch ein bisschen ein, damit die schöner aufgehen beim Backen. Und jetzt dürft die Brötchen in den vorgeheizten Backofen. Falls ihr einen super modernen Backofen habt, dann nutzt jetzt die Dampffunktion. Das habe ich nicht, deswegen mache ich jetzt hier in die Schale ein bisschen heißes Wasser, damit ich hier jetzt ein bisschen Dampf entwickelt. Nach 10 Minuten lasse ich den aber wieder raus. Und jetzt lassen wir die Brötchen weitere 15 Minuten backen. Fertig sind die Brötchen. Jetzt dürfen die einmal abkühlen. Und dann schneiden wir die noch auf und schauen uns die von innen an. Und hier haben wir die fertigen Brötchen. Probiert sehr gerne das Rezept aus. Ich finde das super easy, super einfach. Ihr könnt, wie gesagt, auch ein bisschen mehr machen und euch die einfrieren. Dann habt ihr was auf Vorrat. Ich habe euch auch noch mal in die Infobox einen kleinen Link reingepackt. Dort findet ihr nämlich alles, was ich so benutze. Viele fragen nämlich nach dem Bagel Seasoning, wo ich das her habe. Ich kaufe mir nämlich immer direkt so eine 1 Kilogramm Beutel. Gibt es aber auch kleinere. Und meine ganzen Utensilien, die ich so generell in der Küche benutze und vieles mehr. Das findet ihr alles da verlinkt, deswegen könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und ja, sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr die Brötchen nachgemacht habt, wie die geworden sind. Ich freue mich über euer Feedback und hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns sehr. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne nochmal nachholen. Ja, ansonsten Playlist, Rezepte, da findet ihr alles weitere. Ansonsten auch gerne bei den Vlogs am Sonntag vorbeischauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!